Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video geht es um das erste Objektiv, das ihr braucht. Ihr braucht ein Objektiv, wisst aber noch nicht genau, welches Objektiv für euch jetzt gut ist oder welches das Beste ist für euch zum Beginnen oder zum professionellen Fotografieren. Nun ja, bei einem 50 mm Festbrennweitenobjektiv kann man definitiv nichts falsch machen. Bei den meisten Kameras ist es sogar einfach schon dabei. Das ist jetzt das 50 mm Festbrennweitenobjektiv für meine Canon EOS R. Für meine 80D habe ich auch ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv. Mit dem filme ich aber gerade. Deswegen zeige ich nur ein 24 mm, aber das 50 mm ist im Prinzip nur um so vieles größer. Ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu dem 50 mm Festbrennweitenobjektiv der Canon EOS R. Jeder braucht eines. Hier sind 5 Gründe, warum. Grund Nummer 1. Grund Nummer 1. Grund Nummer 1. Das 50 mm Festbrennweitenobjektiv, wie der Name schon sagt, ist ein Festbrennweitenobjektiv. Das heißt, es hat keinen Zoom, man kann es zwar ein bisschen drehen, aber man muss, wenn man etwas näher oder von weiter weg fotografieren will, um einen anderen Bildausschnitt zu erhalten, muss man sich tatsächlich auch bewegen. Das hat wiederum zwei Vorteile. Einerseits muss ich mich dann nicht so viel spielen mit dem Zoom, was ja durchaus auch meine Tiefen, Schärfe oder andere Werte beeinflusst. Und zweitens, ich muss mich bewegen, ein bisschen mehr bewegen. Ich stehe nicht nur da und mache alles, sondern ich gehe vor, zurück und ändere meine Position vielleicht dadurch auch, gehe rauf und runter, habe verschiedene Kamerawinkel. Und genau das ist ein Grund, warum ich jedem auch ein Festbrennweitenobjektiv empfehlen würde. Nummer 2. So ein Vorteil eines Festbrennweitenobjektivs ist die Schärfe. Was bedeutet das? Ich habe eine relativ kleine Blendenzahl, somit eine große Blendenöffnung, und das ermöglicht mir auch bei schlechterem Licht gute Fotos zu machen und bei gutem Licht außergewöhnliche Fotos zu machen, also richtig knackscharf. Nummer 3. Der nächste Grund für ein Festbrennweitenobjektiv generell ist die geringe Blendenzahl, wie ich schon noch im vorigen Grund gesagt habe. Das ermöglicht mir einen kleineren Fokusbereich. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich jetzt eine kleine Blendenzahl habe, kommt viel mehr Licht rein und die Ränder der Fotos oder des Films wären ein bisschen unscharf. Das heißt, wenn ich genau hierher den Fokus hätte und die Blendenzahl sehr klein einstelle, dann geht der Fokusbereich vielleicht gerade noch bis zu meinen Ohren und da hinten ist alles bumm, unscharf. Und wie sehr unscharf hängt halt auch sehr stark davon ab, wie ich meine Blende aufmachen kann. Bei den meisten 50 mm Festbrennweitenobjektiven, haben die eine Blendenzahl von 1.8, das heißt, die kann man ziemlich weit aufmachen, es geht noch weiter. Bei den Canon RF Linse 50 mm Festbrennweite habe ich sogar Blendenzahl von 1.2, das heißt, ich kann sie noch weiter aufmachen. Bei dem 50 mm Festbrennweitenobjektiv meiner 80D habe ich eine Blende von 1.8, auch sehr gut. Ja, und dadurch kann ich viel Tiefenunschärfe erreichen, einen guten Bokeh-Effekt, und ich kann somit mein Motiv freistellen. Nummer 4. Wie ich ebenfalls schon gesagt habe, ich habe alles durch die Blende. Es ist wirklich alles definiert die Blende in dem Fall. Bei meinem 50 mm Festbrennweitenobjektiv als auch bei anderen Festbrennweitenobjektiven mit einer geringen Blendenzahl ist es so, dass natürlich mehr Licht durch das Objektiv kann auf den Sensor, und somit kann ich bei gutem Licht außergewöhnliche Fotos machen und bei schlechtem Licht auch gute Fotos machen. Blende auf, mehr Licht rein. Das war Grund Nummer 4. Nummer 5. Ja, mein Grund Nummer 5 liegt ganz klar auf der Hand. Jeder hat ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv. Ihr braucht es natürlich auch. Es geht von wirklich extrem günstig und leicht und klein bis auch schon etwas teurer und größer, wobei ich hier, wie gesagt, hier sagen muss, das ist ein 1.2er Blende, 50 mm Festbrennweitenobjektiv, aber es ist auch ein Festbrennweitenobjektiv. Es ist ein Standardobjektiv, das eigentlich jeder Fotograf braucht und auch hat. Hui! Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch haben meine 5 Tipps gefallen über ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv, was jeder Fotografierer braucht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir ein Gefällt mir da, schreibt es mir in den Kommentaren, was ihr zu den Tipps hält, ob ihr selbst ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv besitzt. Vergesst meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.